Hallo, willkommen auf dem Kanal. Heute geht es um das Thema, warum Zypern ein Geheimtipp ist für Immobilieninvestoren. Wenn man über Immobilieninvestitionen nachdenkt, denkt man eher natürlich über Deutschland nach. Bist du Deutscher, investierst du natürlich am ehesten im Heimatmarkt. Teilweise noch Spanien oder auch natürlich Dubai ist ein heißes Ziel, wenn es um Investitionen geht. Zypern haben die wenigsten auf dem Schirm. Warum? Das ist die große Frage. Als ich vor 10 Jahren nach Zypern kam, war die Insel tatsächlich noch so ein bisschen rückschrittlich. Was halt toll war, war das Wetter. Und für mich natürlich auch das Thema Steuern. Da hatte ich irgendwie nicht mehr so richtig Lust drauf, die in Deutschland zu bezahlen. Und die sind natürlich in Zypern sehr, sehr niedrig oder viel, viel geringer als in Deutschland. Was noch nicht so richtig da war, war einfach die Infrastruktur. Hat sich aber in den letzten 10 Jahren unglaublich viel entwickelt. Ich lebe in Paphos. Paphos hatte zum Zeitpunkt, als ich hierher gezogen bin, ca. 30.000 Einwohner. Jetzt, 10 Jahre später, sind wir bei 40.000 Einwohnern. Vieles ist halt neu. Wir haben eine komplett neue Innenstadt bekommen. Ja, der ganze Bereich der Innenstadt, der Altstadt ist komplett saniert worden in den letzten Jahren. Wir haben eine neue Promenade, die ist inzwischen, ich denke, schon 15 Kilometer lang. Die kann man komplett durchlaufen. Es wird unglaublich viel gebaut. Wir haben eine zweite Uni bekommen, die in den nächsten 5 Jahren noch den Präsenzbetrieb noch ein bisschen mehr ausbauen wird. Es werden also noch zusätzlich 3.000 Studenten hierher ziehen, neben den ganzen Expats und Europäern, die halt nach Zypern auswandern. Also dass man davon ausgehen kann, dass diese Stadt irgendwann sicherlich 45.000, 50.000 Einwohner haben wird. Auch der Tourismus wächst. Wir haben jedes Jahr neue Besucherrekorde, was die Touristen angeht. Und es kommen natürlich auch ganz viele Einwanderer aus Mitteleuropa, aus Russland, aus der Ukraine, aus Israel. Inzwischen haben wir auch einige Amerikaner hier, weil Zypern einfach ein sehr modernes Land wird. Wir haben viele internationale Schulen, sodass gerade Paphos sehr spannend ist für junge Familien, die einfach aus Deutschland kommen und sagen, ich möchte halt mein Kind nicht mehr in Berlin in die Schule schicken. Ich möchte halt, dass mein Kind A, ein vernünftiges Bildungssystem halt bekommt und B, auch sich sicher entwickeln kann. Ja, so dass also nicht nur Unternehmer kommen, sondern tatsächlich auch viele Familien. Es kommen auch Leute, die ihren Lebensabend in Zypern verbringen wollen, die einfach sich ein bisschen Geld angespart haben, sich ein Apartment kaufen und ja, lieber in der Sonne leben wollen als im Regen und im tristen Deutschland. Das heißt natürlich eine viel, viel größere Nachfrage als vor 10 Jahren. Ja, vor 10 Jahren konnte man durchaus ein Apartment mieten für 500 Euro. Für 500 Euro bekommt man jetzt noch ein bisschen mehr als eine Garage. Also die Preise sind natürlich bei weitem noch nicht da, wo sie jetzt vielleicht in München sind. Aber der Trend ist schon ganz klar steigend. Jedes Jahr so 5-6% mehr, was Mietpreise angeht. Ja, mehr Nachfrage heißt natürlich steigende Preise. Das Angebot erweitert sich natürlich auch Stück für Stück. Es wird unglaublich viel gebaut. Ja, wir wissen gar nicht mehr, wie viele Developer jetzt in Paphos unterwegs sind. Mich rufen eigentlich jede Woche irgendwelche Developer an, die sagen, hier, wir haben einen tollen Architekten, wir bauen ein neues Projekt. Wo ich immer sage, baut erstmal eins fertig und dann können wir schauen, ob wir halt zusammenarbeiten. Aber es ist zumindest auch von Seiten der Bauherren ein großes Interesse da, in Zypern zu bauen, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und da komme ich natürlich auf den Schirm und sage zu dir, Zypern ist der Geheimtipp. Ein Kunde von mir hat vor ein paar Wochen gesagt beim Kauf, also er ist schon ein bisschen älter, Zypern ist für ihn das Mallorca der 90er. Der hat irgendwie in den 90ern in Mallorca investiert und sich da natürlich eine goldene Nase verdient und sagt jetzt, er sieht Zypern in den nächsten Jahren genau auf diesem Weg, den Mallorca eben halt in den 90ern hatte. Das kann ich nicht beurteilen, da war ich noch ein bisschen jung. Ja, ich komme ja auch aus dem Osten. Wir haben da nicht in Mallorca irgendwie investiert, aber er sagt, er sieht die Parallelen absolut. In Zypern haben wir im Prinzip 4 große Städte. Das ist zum einen natürlich Nikosia, die Hauptstadt. Für mich als Investor nicht so spannend, weil es einfach nicht am Meer liegt. Ja, dort wohnen halt die Menschen, die da arbeiten. Und dann haben wir eben diese 3 Küstenstädte. Das ist zum einen Larnaca. Dort ist der größte Flughafen. Larnaca bleibt aber irgendwie noch so ein bisschen, sagen wir, ländlich in der Entwicklung. Also bei weitem nicht das, was die anderen Städte halt haben. Dann haben wir Limassol, sehr russisch geprägt und inzwischen auch schon echt mega teuer. Ja, dort braucht man unter 500.000 Euro kaum noch anfangen, irgendwas zu kaufen. Es ist einfach, ja, es ist nochmal eine völlig andere Welt. Limassol war vor 10 Jahren auch noch so eine Stadt, die eigentlich, also runtergekommen wäre jetzt das falsche Wort, aber zumindest halt bei weitem nicht so modern ist, wie sie halt jetzt ist. Inzwischen haben die eine richtige Skyline. Ja, du kannst gerne mal googeln, Limassol Marina oder Limassol die Promenade. Guck dir die Tower an, die da jetzt stehen. Das ist schon gigantisch, was in den letzten 5 Jahren entstanden ist. So dass ich einfach sage, Limassol ist inzwischen so teuer, da musst du eigentlich einen Dukatenesel im Keller stehen haben, um da halt zu investieren.
Am Ende gibt es dann halt noch Paphos. Das ist die Stadt, in der ich lebe, oder zumindest ich lebe so ein Stückchen drüber, aber sehr nah an Paphos dran. Ist die Stadt momentan mit dem größten Wachstum in Zypern, einfach auch dem größten Potenzial, weil einfach die Preise hier noch so tief waren, dass einfach ganz, ganz viel Luft nach oben halt ist. Die Stadt hat sich gigantisch entwickelt von 30.000 Einwohnern im Jahr 2016, als sie hier ankamen. Aktuell sind wir bei ca. 40.000 Einwohnern und im District Paphos, also was so diese Region ringsrum ist das Wachstum von 90 auf 100.000 Einwohnern und Tendenz natürlich stark steigend. Also Zypern ist für viele einfach ein Platz geworden, wo man einfach gut lebt, mit einer sehr hohen Lebensqualität, mit vergleichsweise niedrigen Kosten, weil wir einfach einen so geringen Steuersatz haben, dass man fast sagen kann, brutto ist halt gleich netto. Was viele auch nicht wissen, ist einfach die wirtschaftliche Entwicklung Zyperns. Zypern galt ja als das Land der Pleitebanken. Ja, jeder hat wahrscheinlich noch das Jahr 2013 in Erinnerung, als hier die Banken geschlossen waren und die Leute halt dann einfach vor Geldautomaten standen, die kein Geld ausgespuckt haben. Daraus hat man sehr viel gelernt. Zypern hat inzwischen ein Wirtschaftswachstum von ca. 3,5% im Jahr. Kann sich halt auch Deutschland mal eine Scheibe abschneiden. Und was noch viel krasser ist, wir haben einen, halte ich fest, einen positiven Staatshaushalt. Zypern macht jedes Jahr ca. 1,5 Milliarden Euro plus. Man hat seit dem Jahr 2019 bis heute die Staatsverschuldung von 85% des BIPs auf 65% senken können. Also dass einfach das Land gesund ist. Und übrigens, kleiner Funfact, wir zahlen alle eigentlich keine Einkommensteuer hier in Zypern. Es gibt eine Einkommensteuer, die ist progressiv steigend, wie in Deutschland halt bekannt. Man hat hier einen Freibetrag von momentan 20.500 Euro. Das ist einfach ein Betrag, den der normale Zyprer nicht verdient. Und wir Expats, wir haben alle Firmen und ziehen uns unsere Gehälter oder halt unser Einkommen aus der Firma als Dividende, die für uns mit dem Non-Dom-Status für 17 Jahre steuerfrei sind. Dass man sagen kann, eigentlich zahlt hier niemand eine Einkommensteuer, aber der Staat schafft es trotzdem, positiven Staatshaushalt zu generieren, weil einfach die Kosten halt gering gehalten werden, Bürokratie ist halt gering. Das sind halt so Dinge, die es auf der Insel auch sehr einfach machen. Ja, für mich beispielsweise, ich bin seit 10 Jahren hier, ich habe von diesem Staat noch nie ein Schreiben bekommen. Was ich zahlen Sie GEZ, Sie haben falsch geparkt oder wir möchten Sie hier gängeln oder da gängeln, das gibt es hier nicht. Ja, aufgrund dessen, weil einfach das Angebot für die Nachfrage sehr gering ist, steigen halt die Preise und es ist einfach für einen Investor halt sehr spannend. Warum ist es halt für einen Investor sehr spannend? Weil du Preise hast momentan von 4.000 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter. Ja, 4.000 Euro ist so das, ich sage mal, das schöne Brot- und Buttergeschäft. In den 4.000 Euro hast du aber auch schon die Küche halt mit drin. Wir liefern die Wohnungen eigentlich komplett key-ready aus, also sprich mit Möbeln. Da sind die Vorhänge dran, da ist das Geschirr halt drin, da sind Handtücher geliefert, sodass du eigentlich sofort einziehen kannst, beziehungsweise halt dein Mieter oder dein Feriengast halt sofort einziehen können. Das kriegst du so für Pi mal Daumen 4.500 Euro als Neubau. Da sind wir in Deutschland weit von entfernt. Ja, wir haben noch andere Projekte, wie das, wo wir gerade filmen. Das ist das Projekt Mintes am Golfplatz. Da sind wir vielleicht so bei 7.500 Euro pro Quadratmeter. Aber auch hier hast du aufgrund der hohen Preise, die Feriengäste halt pro Nacht zahlen, trotzdem eine 6% Mietrendite. In Deutschland hat man halt noch Mietrenditen von 2, 3, vielleicht auch 4%. Die sind aber meist brutto auf die Miete runtergerechnet. Ja, wenn man halt die Kaufnebenkosten mit einrechnen würde, dann wären die Mietrenditen noch viel schlechter. In Zypern haben wir einfach unsere meist so 6 bis 8%. Ja, ich sage 5% kriegen wir immer, im Normalfall 6 bis 8. Anfangsrendite natürlich tendenz steigend, weil einfach die Mieterträge jedes Jahr steigen durch steigende Mieten oder auch steigende Kurzzeitvermietung. Und das sind einfach Dinge, die Zypern sehr, sehr spannend machen. Hinzu kommt im Vergleich zu Dubai, dass man auch nach Zypern schnell geflogen ist. Berlin 3,5 Stunden, München 3 Stunden. Also man ist auch schnell vor Ort, wenn man halt mal hier sein möchte. Hinzu kommt, dass auch der Kaufprozess an sich relativ einfach ist. Ja, wir brauchen dich ja einmal in Zypern, um eine Power of Attorney, wir würden sagen Vollmacht, unterschreiben zu können für deinen Anwalt, dass der halt Dinge für dich machen kann. Alles andere können wir online digital gestalten für dich, sodass auch der Kaufprozess sehr einfach ist. Was auch sehr, sehr spannend ist, wo eigentlich meine Kunden immer fast vom Tisch fallen. Wir haben ja Kaufnebenkosten nicht von 13% wie in Deutschland. Hier zahlt man 1%. Das macht es natürlich viel, viel angenehmer, sodass eigentlich das, was du investierst, auch in die Immobilie investiert wird und nicht in irgendwelche staatlichen Gängeleien oder Steuern und Gebühren. Aber natürlich auch anderes Land, andere Sitten. Es gibt aber einfach auch Dinge zu beachten. So hast du in Zypern keinen Notar, wie wir in Deutschland haben, der für beide Seiten arbeitet. Du hast einen Anwalt, der nur für dich arbeitet. Auf der anderen Seite hast du einen Developer, der dir einen Vertrag halt vorlegt, der natürlich sehr developerlastig ist.
Den nimmst du dir vor, zusammen mit deinem Anwalt und arbeitest den halt für dich aus. Bei uns ist es so, dass wir natürlich alle Verträge mit allen Developern, mit denen wir arbeiten, schon so ausgearbeitet und überarbeitet haben, dass die eigentlich schon für den Kunden halt passen. Am Anfang war das schon so, dass man da so 7, 8 Runden hatte, bevor dann halt ein Vertrag da war am Ende, zu dem Europäer sagt, ja, der stimmt halt so. Angefangen, dass ein Einrichtungspaket zwar ausgewählt wurde, aber im Kaufvertrag nicht drin stand, was wird denn da einfach geliefert? Werden dann nur Möbel geliefert oder kommt dann auch das Besteck mit rein? Ja, das waren einfach so Schritte, die wir halt in Zypern so anpassen mussten, dass sie für einen europäischen Käufer halt einfach passen. Zudem ist es manchmal so gewesen in der Vergangenheit, dass einfach Title Deeds nicht geklärt werden. Das sind so Grundstücksrechte, würden wir halt in Deutschland sagen. Ja, da hast du einfach eine Immobilie gekauft, ein Haus, eine Wohnung, was auch immer, aber das Land gehörte dir halt nicht. Schon problematisch, wenn du halt in deinem Haus wohnst und nach 2 Jahren oder 3 Jahren irgendjemand bei dir anklopft und sagt, Mensch, du hast aber ein nettes Häuschen, ist aber dummerweise halt mein Grundstück, nimm mal halt das Haus weg. Ja, das sind halt schon so Dinge, die man einfach im Vorfeld klären muss, weil das Risiko einfach sehr, sehr hoch ist. Dafür sind wir da. Ja, wir klären diese Geschichten im Vorfeld oder haben alles schon geklärt. Also die Firmen, mit denen wir arbeiten, die Developer, von denen wissen wir, dass die Grundstücksrechte einfach denen gehören, dass die auch frei sind von jeglicher Grundschuld, dass da halt nichts passieren kann und dass du am Ende einen Kaufprozess hast, der relativ glatt durchläuft. In jedem Fall ist Zypern ein spannender Markt und wenn du dich für Immobilien im Ausland interessieren möchtest, sei es als Investition oder tatsächlich sogar als dein neuer Lebensmittelpunkt irgendwann, dann solltest du dir Zypern mal angucken oder dir vielleicht auch ein Gespräch mit mir buchen, um da noch ein bisschen tiefer ins Thema einzusteigen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns mal an einem Zoom sehen und da freue ich mich, dich kennenzulernen. Unten in der Beschreibung gibt es auch einen Link, wo wir dir einen Renditerechner erstellt haben. In dem kannst du halt nachvollziehen, wie sich eine Zypern-Immobilie über die Jahre halt entwickelt im Wert und auch deine Mieteinnahmen sich entwickeln werden. Wir haben das verglichen mit dem gleichen Investment halt in Deutschland. Ja, du wirst überrascht sein, welche Zahlen da rauskommen. Wir haben ja heute schon gelernt, dass sich halt die Kaufnebenkosten massiv unterscheiden zwischen diesem 1% in Zypern und den ca. 12-13% halt in Deutschland. Was das ausmacht, ist gigantisch. Im nächsten Video sehen wir uns an, ob eine Neubauimmobilie für dich interessanter ist als Investor oder ob du eine Bestandsimmobilie kaufen solltest. Bleib dran!